Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um die Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Und heute geht es tatsächlich mal um die Watch 6 Classic, denn wir sind beim finalen Test angekommen und diesmal geht es, wie gesagt, nicht um die Variante Watch 6, denn bei der Watch 6 Classic gibt es ja noch einige Unterschiede, also konkret um diese Modellnummer ohne LTE, heute hier im finalen Test. Ja, wesentliche Teile lassen sich natürlich schon übertragen, aber zum Beispiel die Optik lässt sich jetzt nicht auf die Watch 6 übertragen, wenn man das so nehmen möchte. Also zunächst mal, wie fühlt sich das Ganze an? Das ist hier ja alles aus Edelstahl und da muss man einfach sagen, top verarbeitet, auch wie das Armband hier eingepasst ist, auch wenn es jetzt hier nicht das originale Armband ist, was mitgeliefert wurde. Die Knöpfe wackeln nicht, die haben einen super Druckpunkt, also wenn ihr da drückt, passiert auch sofort was, man merkt das auch. Die Lünette, wirklich, dass die wieder zurück ist, eins meiner Highlights dieser Uhr, um ganz ehrlich zu sein. Ja, also dass das wieder zurückgekommen ist, das ist wirklich gut. Manche schreiben, dass die Lünette sehr locker sitzen würde. Das ist bei mir nicht der Fall, also die wackelt nicht. Das wäre natürlich schade, wenn das bei vielen Uhren auftreten würde. Bei mir ganz konkret ist das nicht der Fall. Die Dicke der Uhr im Vergleich zur Watch 5 Pro zum Beispiel ist jetzt deutlich dünner geworden, trägt nicht mehr ganz so dick auf. Auch das gefällt mir ganz gut. Wir kommen ja nachher noch dazu, dass das natürlich auch bedeutet, dass der Akku ein bisschen kleiner ist. Aber mir persönlich passt diese Mischung aus Akkugröße und Größe der Uhr sehr gut, denn ich finde, sie trägt halt eben deutlich weniger auf und sitzt am Handgelenk. Ihr seht es hier auch nochmal. Ja, für mich einfach normaler in Anführungsstrichen als diese dicke Uhr Watch 5 Pro, die natürlich auch ihre Vorteile hatte, aber die halt einfach auf dem Arm noch deutlich mehr aufgetragen hat, als dass diese, ich sag mal, elegante Samsung Galaxy Watch 6 Classic denn dann tut. Ja, insgesamt muss man sagen, dass mir die Optik und die Haptik wirklich richtig gut gefallen. Das ist definitiv eins der Highlights an dieser Uhr. Ja, und jetzt sind wir schon genau dabei, was ich gerade gesagt habe. Das Thema Akku hat natürlich ein bisschen gelitten. Der Akku ist jetzt kleiner als noch bei der Watch 5 Pro. Da muss man sagen, das merkt man auch. Ja, also das kann man hier nicht durch Software oder ähnliches kompensieren. Der Akku ist halt eben deutlich kleiner und das zeichnet sich auch, wenn man den Tag über mit der Uhr unterwegs ist, durchaus ab. Bei mir bedeutet das, dieser Akku kommt über einen Tag, also vielmehr die Uhr mit dem Akku, die kommt sogar deutlich über einen Tag. Also ich schaffe knapp über 30 Stunden. Das Display ist auch ein bisschen größer, darf man halt auch nicht vergessen. Also es kommen viele Komponenten zusammen und ich sage immer, man darf es auch nicht mit anderen Smartwatches vergleichen, weil da halt einfach gegebenenfalls nicht ein Betriebssystem wie Wear OS dahinter steckt, welches euch unendlich viele Apps zur Verfügung stellt, weil das viele ja tun, die vergleichen die Watch 6 und die Watch 6 Classic und auch bei den Vorgängern schon mit mit Uhren anderer Hersteller, die einfach ein völlig anderes Konzept haben. Kann man aus meiner Sicht nicht machen, ja, das funktioniert halt schlichtweg nicht. Der Akku ist nicht richtig gut und wenn euch das wichtig ist, ist das sicherlich ein Manko an dieser Uhr. Mir persönlich genügt es, wenn ich damit über einen Tag komme und abends wieder laden kann, aber das ist natürlich eine Geschichte von dem individuellen Anwendungsszenario. Und das muss dann jeder von euch selber entscheiden, ob der Akku und die Akkulaufzeit ausreicht. Die Ladegeschwindigkeit ist übrigens auch in Ordnung. Ja, die Sensoren und die Gesundheitsfunktionen wieder eine Stärke. Der Bioactive-Sensor in verbesserter Version wieder mit an Bord, Temperatursensor mit an Bord und ihr habt so viele Möglichkeiten mit dieser Uhr. Auch wenn ich nicht sagen kann und auch nicht sagen will, dass alles super genau ist, ihr habt einfach wirklich viele Möglichkeiten, die ihr da nutzen könnt. Blutdruck, EKG ist mit an Bord für Samsung-Smartphones, auf Umwegen natürlich auch auf anderen Smartphones und ihr habt noch ganz viele andere Möglichkeiten, die ihr da mittlerweile in den Funktionen messen könnt. Andere Internetseiten, die Testgeräte haben, schreiben, dass die Genauigkeit deutlich besser ist als bei den Vorgängern. Ich habe in den Kommentaren aber schon gelesen, dass ihr gesagt habt, die Genauigkeit wäre nicht besser. Ich hatte auch eher den Eindruck, dass die Genauigkeit besser ist, aber ich kann es einfach nicht genau testen. Ich habe keine Testgeräte oder sowas und kann das nicht mit einem genormten oder geeichten Gerät vergleichen. Von daher, ich sage einfach mal, für mich hat es gepasst. Pulsmessungen und so weiter waren eigentlich identisch mit den Geräten, mit denen ich verglichen habe. Aber das muss nicht heißen, dass es auch ganz genau ist. Aus meiner Sicht die Gesundheitsfunktion definitiv auch ein Highlight und mit das Beste, was auf dem Markt gerade in Bezug auf Gesundheitsfunktionen verfügbar ist. So zumindest mein persönlicher Eindruck.
Ja, nur ganz kurz zur Bezahlung, da will ich euch gar nicht lange mit aufhalten. Google Pay und Samsung Wallet oder Google Wallet und Samsung Pay, wie auch immer, alles verfügbar, wenn ihr es installiert, also Google Pay natürlich auch. Ihr habt die Möglichkeit, die Knöpfe dafür auch zu nutzen. Ihr könnt oben den Knopf umbelegen, um mit Google Pay zu bezahlen. Unten Samsung Wallet lässt sich nicht ändern, das ist ein bisschen schade. Grundsätzlich bei Google Pay ist immer noch der Nachteil, ihr könnt nicht mit PayPal auf der Uhr bezahlen, aber mit Kreditkarte geht's. Also da hat sich jetzt einfach nicht viel getan. Aus meiner Sicht ist das alles gut und fair und funktioniert auch hervorragend. Bis auf die Belegung der Knöpfe, würde ich sagen, passt das auf jeden Fall. Ja, das Thema Apps und Software, und da will ich gar nicht so sehr zu den anderen Samsung-Uhren vergleichen, weil die greifen ja alle auch auf den Play Store zu. Aber Wear OS ist nun mal einfach, was das Thema Apps und Software angeht, der absolute Spitzenreiter aus meiner Sicht unter Android Play Stores bzw. App Stores. Ihr habt so viele Möglichkeiten mittlerweile. Ihr habt eine WhatsApp-App, ihr habt Spotify, ihr habt eine Temperatur-App, der Google Assistant ist verfügbar. Ihr habt zum Beispiel eine Nuki-App. Zu den Apps habe ich ja auch noch mal ein separates Video gemacht. Also aus meiner Sicht gibt es, was die Apps angeht, keine bessere Lösung gerade auf dem Markt, als wenn ihr Wear OS mit dem Play Store nutzt. Das muss nicht heißen, dass es eine Samsung-Uhr ist. Ja? Es gibt natürlich auch andere Apps beziehungsweise andere Watches, die quasi den Play Store nutzen, aber die aktuellste Version mit allen Features bekommt ihr derzeit nur auf der Watch 6 und Watch 6 Classic. Insofern absolut top. Ja, was das Thema Benachrichtigungen angeht, sind wir tatsächlich nicht wirklich weitergekommen. Eine wirkliche Neuerung ist aber, und das gilt auch natürlich wieder für alle Wear OS Uhren, dass wir jetzt eine native WhatsApp-App haben. Sprich, ihr habt die Möglichkeit, hier einfach auch in alle Chatverläufe reinzugehen, Sprachnachrichten zu verschicken, abzuhören, Sprachanrufe anzunehmen und damit über die Uhr zu telefonieren. All das funktioniert mittlerweile über WhatsApp. Es soll demnächst noch Gmail als App kommen. Da warte ich wirklich sehnlichst drauf, weil das mein Mail-Programm ist und ich sehr gerne das auch auf der Uhr nutzen würde. Und ich weiß, es gibt mit Outlook und Co. natürlich noch Alternativen, aber auch da arbeitet Google oder beziehungsweise Samsung gerade dran und das finde ich wirklich richtig gut. Da kommt in den kommenden Monaten definitiv auch noch Verbesserung. Ja, und damit sind wir bei Pro und Contra zur Samsung Galaxy Watch 6 Classic angelangt und ich behaupte, es ist das beste Gesamtpaket bei Android Smartwatches, was aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Da könnt ihr auch gerne mit mir argumentieren. Ich bin sehr gespannt, was da von euch für Argumente gegen die Samsung Galaxy Watch 6 Classic kommen. Denn wir haben eine Top-Hardware, wir haben super Sensoren verbaut, wir haben ein tolles Display, größer noch als beim Vorgänger verbaut, wir haben eine physische Lünette, die zurück ist, die Ladegeschwindigkeit ist aus meiner Sicht mehr als in Ordnung, die Verarbeitung und Haptik sind über jeden Zweifel erhaben. Wir haben mit der Thermometerfunktion eine neue tolle Funktion bekommen, so ihr sie denn braucht. Und die aktuellste Softwareversion von Wear OS ist auch installiert. Das wird natürlich bei anderen Uhren dann noch nachkommen. Die Akkulaufzeit für mich der größte Kontrapunkt. Die könnte besser sein, ist sie leider nicht. Die beiden Knöpfe lassen sich immer noch nicht frei belegen und der Prozessor hätte durchaus eine bessere Performance bringen sollen. Manchmal haben wir ganz leichte Ruckler. Und am Ende frage ich mich, wo sind Sportmodus und GPX-Tracks denn geblieben? Ich habe es jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen natürlich. Aus meiner Sicht ist die Samsung Galaxy Watch 6 Classic in der Version, wie ich sie vorliegen habe, die aktuell beste Smartwatch im Android-Bereich, die ihr auf dem Markt bekommen könnt. Ihr habt die neueste Softwareversion, ihr habt unendlich viele Apps aus meiner Sicht, ihr habt eine tolle Haptik, tolle Optik. Das ist natürlich immer so ein bisschen individuelle Geschmackssache. Auch die Uhr ist nicht mehr ganz so dick, sie ist super verarbeitet, die Lünette ist zurück. Wirklich eins meiner Highlights bei dieser Uhr. Und ihr habt auch tolle neue Funktionen, die mit integriert wurden, so ihr sie denn braucht. Was wir natürlich haben, und das muss man an der Stelle sagen, manchmal ruckelt es ein kleines bisschen, das wird mit neuen Softwareversionen aber wahrscheinlich noch abgestellt. Und wir haben natürlich noch einen weiteren Kontrapunkt und das ist einfach der Akku. Der könnte und sollte etwas besser sein, ist er leider nicht. Für mich reicht es aus, denn ich brauche nur einen Tag Laufzeit, danach kann ich sie laden, aber ich weiß, dass für viele von euch dieser eine Tag Laufzeit tatsächlich ein großer Kontrapunkt ist. Ist auch fair, ist auch in Ordnung. Da gibt es natürlich andere Uhren, die ihr da nutzen könnt, zum Beispiel die Watch 5 Pro im Zweifel oder auch andere Hersteller. Aber das ist für mich aktuell einfach das beste Gesamtpaket. Ja, ist es für euch auch das beste Gesamtpaket? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, welche Uhr ihr besser findet und was euch vielleicht an der Uhr stört. Neben dem Akku, denn der Akku wird sicherlich als häufigstes Argument dann gleich kommen. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, auch für die ganze Serie, wenn ihr dabei gewesen seid. Gibt ja ganz viele Videos zu der Uhr und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.